In diesem Video zeige ich dir, wie du die gesamte Hüftmuskulatur im Stehen kräftigen kannst. Viele Menschen mit Hüftbeschwerden haben Schwierigkeiten, Übungen zu machen auf dem Boden oder im Vierfüßlerstand, weil sie dann einfach nicht mehr hochkommen. Wenn du Einschränkungen hast, aber trotzdem etwas Gutes für deine Hüfte machen willst, dann solltest du diese Übungsroutine ausprobieren. Ich zeige dir heute Übungen im Stehen für die Muskulatur rundherum um deine Hüftgelenke. Und alles, was du dafür brauchst, ist ein Stuhl, eine Wand und ein bisschen Platz, damit du nicht nur ein starker, aber auch ein bewegliches Hüftgelenk wieder bekommen kannst. Der Vorteil vom Krafttraining im Stehen ist, dass dann die Belastung auf das Gelenk alltagsnäher ist, weil normalerweise die Beschwerden eher dann auftreten, wenn man steht und läuft und nicht unbedingt nur, wenn man sitzt oder liegt. Für diese Übung brauchst du dann den Stuhl. Du kannst dir aber gerne auch einen Stab holen oder die Übung direkt an einer Wand machen, falls du Schwierigkeiten haben solltest mit dem Gleichgewicht. Also stell einen Stuhl parallel an einer Wand, damit du dich festhalten kannst. Am besten auch ein bisschen weiter weg, damit du ein bisschen mehr Bewegungsausmaß hast. Beginn die Übung mit der Seite, wo du keine Schmerzen hast. Also, das heißt, wenn deine Beschwerden jetzt halt auf die rechte Seite sind, würdest du die Bewegung mit der linken Seite beginnen. Stell dich auf eine Entfernung von dem Stuhl, wo du mit Sicherheit das Bein auch bequem raufbringen kannst. Und die Übung an sich sieht dann halt so aus, du stellst dich auf dein Bein, wo du Beschwerden hast, Hand in der Wand, beginnst mit dem Fuß hinten, die Seite, wo du keine Beschwerden hast, um sie dann auf den Stuhl zu platzieren und nach vorne zu bewegen. Und dann wieder zurück und hinten den betroffenen Bein platzieren. Nach vorne in die Beugung reingehen und dynamisch wieder nach hinten weg. Falls das Gleichgewicht nicht so gut mitmacht, kannst du dich gerne an der Wand festhalten, um dann wieder zurückzugehen. Dadurch, dass du erst Kompression, das heißt Belastung, auf die betroffene Seite hast, ist sie erstmal weniger schmerzintensiv und dann auch gut vorbereitet, was jetzt den Knorpel angeht, um dann die gleiche Übung zu machen mit deiner betroffenen Seite. Also, du stellst dich auf die gesunde Seite drauf, bringst das Bein nach hinten und dann auf dem Stuhl drauf und nach vorne beugen. Je weiter du die Bewegungsausmaß durchführst, desto beweglicher wird die Hüfte denn auch. Und diese Bewegung solltest du nun für mindestens 12 bis 15 Wiederholungen durchführen. Versuche bei jeder neuen Bewegung einen kleinen Tick weiter nach vorne und einen kleinen Tick weiter nach hinten zu kommen. Die Übung, selbstverständlich, immer auf beide Seiten. Als nächstes geht es nun darum, dass du sowohl die Gesäßmuskel als auch die Oberschenkel-hinteren Muskel trainierst, weil die ja einen direkten Effekt haben auf die Streckung deiner Hüfte. Nicht selten stehen die Leute eher so in der gebeugten Haltung da. Dafür solltest du jetzt den Stuhl Lehne zu dir hindrehen. Du lehnst deinen Oberkörper auf den Stuhl ab, hältst dich auch fest, versuchst als erstes mit deiner Wirbelsäule, mit dem Rumpf ganz gerade zu bleiben. Und jetzt beginnst du mit der gesunden Seite, das heißt Beschwerden rechts. Du stellst dich auf dem rechten Bein drauf, Knie leicht gebeugt und mit dem linken Bein solltest du als erstes Knie gebeugt halten und dann das gesamte Bein nach oben bringen und dann wieder nach unten. Nach oben Richtung Decke und dann wieder runter. Wiederhole diese Bewegung 10 Mal. Nachdem du das 10 Mal durchgeführt hast, auch dein Standbein wird sich schon jetzt melden. Wenn du oben angekommen bist, Wirbelsäule gerade, Gesäßmuskel ganz bewusst angespannt, halte die Hüfte oben und jetzt noch zusätzlich 5 Mal das Knie strecken und beugen. Das Knie strecken und beugen. Wenn du dann die 5 Mal hinter dir hast, bringst du das Bein wieder zurück in die Ausgangsstellung.
Du wirst auch deine Beschwerdenseite danach merken. Weil auch hier hast du jetzt die Muskulatur aktiviert, damit das Becken nicht runterfällt. Nachdem du die Belastung auf dem Knorpel gegeben hast, dass das Gelenk jetzt halt auch ein bisschen aktiviert worden ist, machst du dann die gleiche Übung auf der betroffenen Seite. Also dein Standbein leicht gebeugt, Wirbelsäule gerade, Hüfte als erstes mit dem gebeugten Knie nach oben, Ferse nach oben, Richtung Decke. Achte darauf, dass du nicht zu doll in Hohlkreuz fällst und wiederhole dann halt diese Bewegung mit angewinkeltes Knie für 10 Mal. Nachdem du 10 Wiederholungen durchgeführt hast, lass die Hüfte oben und jetzt das Knie beugen und strecken. Beugen und strecken. Und das noch 5 Mal on top. Insgesamt 15 Bewegungen, bis du dann das Bein wieder nach unten bringen kannst und wieder in die aufrechte Haltung gehen kannst. Hüftbeuge und Hüftstrecke haben wir gerade trainiert. Jetzt geht es um die seitlichen Hüftmuskeln. Diese Muskulatur bzw. diese Übung ist besonders wichtig, wenn du seitliche Hüftschmerzen hast. Dafür solltest du dich seitlich jetzt an einer Wand hinstellen, ganz nah. Die Hände überkreuzt du jetzt halt am Rumpf und die Seite, die du Beschwerden hast, die bringst du jetzt, beugst du am Knie, bringst dann nach hinten in der Hüfte und jetzt lehnst du diesen Bein an der Wand ran. Unterschenkel ist an der Wand und jetzt versuchst du mit dem Bein am Wand noch weiter Richtung Wand hindrücken, aber gleichzeitig darfst du das Becken nicht zu deiner gesunden Seite abweichen. Also der Rumpf bleibt komplett stabil, deine Hüfte ist leicht gestreckt, das Knie ist gestreckt und jetzt die Seite an der Wand weiter Richtung Wand drücken. Und diese Spannung hältst du jetzt für 20 Sekunden. Du wirst spüren, dass es nicht nur für dieses Bein an der Wand anstrengend ist, aber auch für das, wo du drauf stehst. Aufrechte Körperhaltung 20 Sekunden halten. Nach 20 Sekunden kommst du dann langsam wieder runter. Diese Übung ist sehr anspruchsvoll. Deshalb ist es auch kein Problem, wenn du zu Beginn nur 12 bzw. 15 Sekunden halten kannst. Wichtig ist, über die Zeit solltest du steigern. Und nicht vergessen, falls du Beschwerden nur auf einer Seite hast, dass du trotzdem das Training beidseitig durchführen solltest, damit du die Muskulatur im Gleichgewicht hältst. Also dreh dich einmal um, neben der Wand, Hände vorne am Körper überkreuzt, das Knie erstmal gebeugt, nach außen und dann gegen die Wand drücken. Dein Standbein, da an der Hüfte wirst du es gut spüren, aber auch an der Seite, was jetzt an der Wand ist, solltest du es gut spüren. Aufrechte Haltung und in der Position für 12, 15 oder 20 Sekunden bleiben. Je nachdem, wie viel du aushältst. Denk aber dran, dass du die Übung pro Seite 5 Mal wiederholen solltest. Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Hüftschmerzen oder einfach beweglicher und im Alltag belastbarer. Wenn du auch das für dich wünschst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos und Anregungen für deine Gesundheit, um Schmerzen zu lindern, beweglicher zu werden und kraftvoller deinen Tag gestalten. Bei der nächsten Übung geht es darum, dass du die Drehbeweglichkeit deiner Hüfte verbesserst. Vor allem Drehbewegungen werden sehr häufig bei einem Krafttraining der Hüfte vernachlässigt bzw. komplett ausgeschlossen. Also dafür solltest du dich hinstellen, am besten an einer Wand. Du kannst mit deinen Füßen einen kleinen Tick nach vorne gehen. Je weiter du nach vorne gehst und dich hinten an der Wand anlehnst, desto leichter ist die Übung. Platziere deine Hände in den Beckenbereich, weil da kannst du dann halt spüren, ob du mit dem Becken abweichst und die Bewegung eher vom Rumpf her holst, statt von der Hüfte. Also, stell dich mal hin, aufrechte Körperhaltung, das Knie oder beziehungsweise das Bein erstmal beugen, Becken stabil bleiben und in dieser Position drehst du nun die Ferse so weit wie du kannst nach oben, wieder in der Mitte zurücklassen und dann so weit wie du kannst nach
innen bzw. nach außen oben. Bei dieser Bewegung wirst du es wirklich deutlich in deiner Hüfte spüren. Komplett bis zum Bewegungsausmaß, den kompletten Bewegungsausmaß nutzen, wieder in der Mitte und dann wieder in die Gegenrichtung. Wichtig dabei ist, dass die Oberschenkel stabil gerade bleibt und du wirklich nur diese Drehbewegung trainierst nach innen und nach außen. Diese Übung sieht so harmlos aus, aber wenn du sie wirklich langsam durchführst, wirst du es auch ordentlich in der Hüfte spüren. Wiederhole diese Bewegung je Seite mindestens 8. Mindestens 8 Mal nach innen und 8 Mal nach außen. Wenn es geht, selbstverständlich, bis zu 12 oder 15 Wiederholungen. Um dann das Bein nach unten zu lassen, ein bisschen auszuschütteln, wirklich eine Pause von 30 bis 45 Sekunden, bis du dann die nächste Serie durchführst. Und auch hier ist es wichtig, dass du beide Seiten trainierst. Also Hände an der Hüfte, Becken bleibt gerade, Rücken an der Wand, Knie in 90 Grad gebeugt, Hüfte in 90 Grad gebeugt und jetzt die Ferse nach innen oben bringen, um dann wieder in der Mitte und nach außen oben. Was nicht passieren sollte, ist, dass du so das Knie nach unten weglässt, die Hüfte in eine andere Richtung bewegst, weil dann kompensierst du die Bewegung und die ist einfach weniger effektiv. Komplett nach innen hoch, komplett nach außen hoch. Und für die letzte Übung geht es darum, dass du die Beweglichkeit deiner Hüfte verbesserst. Dafür brauchst du jetzt den Stuhl. Du stellst dich seitlich zu einem Stuhl hin, platzierst du nun das Bein seitlich nach Körper nach vorne und das Bein jetzt seitlich auf dem Stuhlfläche drauf. Und die erste Bewegung, die du durchführen solltest, wichtig ist, dass das Bein seitlich weg ist, aber du mit dem Rumpf in diese Richtung kommst. Hältst, du kannst auch gerne so ein bisschen gegen das Knie so festhalten und du sollst in diesem vorderen Bereich von der Hüfte eine Dehnung spüren. Und in diese Position bringst du nun deine Hüfte noch weiter nach vorne, um dann wieder zurückzubringen. Die Hüfte sozusagen aufklappen und dann wieder zurückzubringen. Erstens nach vorne, Becken nach vorne bewegen, das Bein bzw. das Knie bleibt jetzt stabil auf der Sitzfläche drauf. Das wiederholst du jetzt 12 Mal. Und als nächstes, das Bein, wo du drauf stehst, ganz wichtig, habe ich vergessen zu sagen, das Bein, wo du drauf stehst, der Fuß, der zeigt nach vorne, damit der Rumpf auch an sich nach vorne gerichtet ist und nicht seitlich zu der Hüfte hin. Behältst den Rumpf weiterhin in dieser Position, gehst aber nun Richtung Hüfte seitlich weg, damit du tief in deiner Leiste eine Dehnung spürst, aber auch auf dem Standbein eine Dehnung spürst. Jetzt seitlich wegbewegen, damit du hier eine Dehnung spürst, aber auch auf dein Standbein eine Dehnung spürst. Wichtig ist, dass hier das Knie gestreckt bleibt und dann wieder zurückzugehen. Seitlich in die Beugung reingehen und dann wieder zurück. Seitlich in die Beugung reingehen und dann wieder zurück. Wenn du mit dem Gleichgewicht Schwierigkeiten hast oder die Übung für dich zu anstrengend ist, kannst du dich gerne die Übung auch vor oder neben dem Tisch machen oder du hältst sie woanders fest bzw. machst die Bewegungsausmaß ein klein Tick weniger. Taste dich langsam an deine Grenze ran, geh bis zur Grenze und komm dann wieder zurück. Übungen im Stehen sind sehr effektiv, weil die auch alltagsnäher sind und deine Knochen und Muskeln so belasten, wie es auch in dem Alltag ist. Aber lass dich nicht täuschen, die sind auch sehr häufig viel anspruchsvoller als zum Beispiel im Sitzen oder im Liegen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!